Intro ist durch, da bin ich wieder und ihr habt gesehen, heute wird es ziemlich farbenfroh und das wird wieder die Meinungen splitten in mega scheiße zu mega geil. Ich gehöre mir hier auf die Seite, sonst hätte ich mir das Ganze auch gar nicht von Acetech kommen lassen, wenn mich das nicht schon vorab ein bisschen begeistert hat. Von daher erstmal herzlichen Dank an die Firma Acetech, die mir hier die 3 Produkte zur Verfügung stellen, damit ich euch das zeigen kann. Ja, heute in meinem Review einmal, und die Namensgebung hätte einfach nicht passender sein können, haben wir zum einen den Acetech, ja, in England sagen sie Bifrost oder Bifrost. Ich nenne das Ding mal Bifröst, denn das passt mehr zur nordischen Sage um Thor und seinen Mannen. Denn Thor reitet auf der Regenbogenbrücke und die Regenbogenbrücke heißt Bifröst. Ja, und passend dazu hat Acetech hier auch den Thor mit am Start. Also Thor, Bifröst passt perfekt. Die dritte Frage, die sich jetzt mir stellt, zu dem dritten Produkt. Da habe ich nämlich ja, den Acetech Wick. Wick könnte sein für Viking, Wikinger oder man kann einen kleinen Namen draus machen. Wir können hier einen Victor draus machen. Keine Ahnung, warum das Wick heißt. Ich hätte es ja Heimgard genannt, also der Wächter von der Regenbogenbrücke. Dann wäre das hier richtig gut kombiniert. Aber das ist jetzt wirklich, ja, das geht schon wieder zu weit im Review. Ich wollte nur einfach nur sagen, dass die Namensgebung einfach perfekt ist. Für was diese 3 Sachen sind, beziehungsweise das ist klar. Hiermit können wir hier schön Disco in der Nacht machen. Und das Tolle, nicht nur Regenbogenfarben, sondern wir können auch andere Farben wählen. Das zeige ich euch dann aber später. Der Wick in Kombination mit dem Thor, also wenn man einen Victor sich kauft, kann man seine Standard Crytek Chris Vector, das ist jetzt hier eine von KWA, aber egal, könnt ihr hier sozusagen jetzt hier noch einen verlängerten Handguard reinmachen und den Thor mit reinschrauben. Dann sieht das so ein bisschen aus jetzt hier wie meine Limited Edition von Crytek. Außer dass der Thor jetzt hier sich denn im Inneren des Handguards bewegt, zeige ich euch alles. Ich zeige euch auch, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier den Thor einfach hier ranschraube. Alle möglichen Kombinationen zeige ich euch. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang. Von daher fangen wir zunächst erstmal mit den Preisen an und ja der Verfügbarkeit. Was in Deutschland schon zur Verfügung steht, ist hier der Bifröst. Kostet 95 €. Packe ich euch den Link in die Videobeschreibung. Der Thor und auch Wick ist in Deutschland zurzeit noch nicht erhältlich. Müsst ihr direkt bei Acetech bestellen. Der Thor kostet so um die 172 € und der Wick, den gibt es nur in Kombination mit Thor zusammen, damit ihr hier einen Victor habt. Und da sind wir dann bei einem stolzen Preis von ca. 300 €. Schauen wir uns den Lieferumfang an von dem Bifröst. Da ist natürlich der Tracer an sich mit am Start. Dann nochmal eine Anleitung in Englisch. Dazu gibt es noch einen Adapter von 14 mm auf 11 mm Innengewinde. Ein Sechskantschlüssel, damit ihr hier den Adapter perfekt verbinden könnt. Und dann nochmal ein USB-Ladekabel. Im Lieferumfang zu dem Thor Suppressor für die Chris Vector gehört der Bifröst M. M steht für mobil. Dann haben wir hier auch noch mal ein USB-Ladekabel, eine Anleitung für den Bifröst und auch noch mal eine Anleitung für den Suppressor selber. Der Lieferumfang für den Acetech Wick Handschutz ist sehr umfangreich. Da haben wir natürlich den Handschutz für die Crytek Chris Vector selber und dazu gibt es noch 4 kleine Rails und noch eine lange Rail, noch mal eine Brücke, wo ihr auch noch mal die Rail ranbringen könnt. Und dazu gibt es auch die passenden Schrauben und einen Sechskantschlüssel, damit ihr das Ganze auch bei euch an der Crytek anschrauben kann. In der kleinen Kursanleitung, die mit dabei ist, könnt ihr euch die ganzen Alternativen anschauen, wie ihr hier den Handschutz anbringen könnt. Starten wir mit dem Bifröst. Der unterscheidet sich optisch kaum hier vom Blaster. Er ist ein bisschen länger, dafür aber auch schmaler und leichter. Die technischen Daten blende ich euch hier mal ein. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 81 mm, Durchmesser 30 mm, Gewicht 61 Gramm.
Der Blaster dagegen hat 76 mm, 32 mm Umfang und 70 Gramm. Von der Bedienung sind beide absolut identisch, mit dem Unterschied, dass der Bifröst hier noch zusätzliche Feature dazugekommen hat. Wenn ihr grundsätzlich wissen möchtet, wie das Ganze bedient wird, dann schaut euch hier bitte das Review von dem Blaster an. Das lasse ich hier aus bzw. erwähne es nur kurz. Der Bifröst ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, hat hier eine schöne mattschwarze Beschichtung mit einer weißen Laserbeschriftung. Bifröst also ganz anders, als wir das jetzt hier noch von dem Raider kennen, wo das schön tief geprägt ist. Hier ist Ace-Tech wieder zurückgegangen auf die Beschriftung in weiß. Finde ich schade, fand das hier beim Raider eigentlich absolut genial. Ansonsten Aufbau, wie gesagt, genauso wie beim Vorgänger. Ihr könnt hier hinten die Kappe abschrauben, dann kommt ihr auf die Bedienelemente und das Ganze ist auch hier mit einem Gummiring geschützt vor Feuchtigkeit. Ihr könnt also auch ohne Probleme im Regen damit spielen, aber bitte nicht in die Pfütze tunken oder unter Wasser spielen. Das findet jetzt hier der Bifröst auch nicht lustig. Ein Blick hier ins Innere, haben wir hier einmal den USB-Slot. Da schließt ihr euer Ladekabel an, was im Lieferumfang enthalten ist. Ich zeige es mal kurz rein, so sieht das Ganze aus. Wenn der Bifröst leer geschossen ist, benötigt ihr ungefähr 2,5 Stunden, bis das Ganze wieder aufgeladen ist. Mit einem voll geladenen Tracer könnt ihr 24.000 Schuss im Tracer-Only-Modus rausschießen. In Flame-Only oder Flame-Tracer-Modus reduziert sich das Ganze auf 12.000 Schuss, aber seid sicher, damit kommt ihr über einen ganzen Spieltag locker weg. Ich habe den Raum etwas abgedunkelt, damit ich euch die einzelnen Funktionen und Modis mal zeigen kann. Zum Einschalten des Tracers drückt ihr hier einfach auf den rechten Knopf. Dann gibt es hier eine kleine Kontroll-LED, die blinkt kurz einmal auf und blinkt dann permanent. Für euch ein Zeichen, dass der Tracer einsatzbereit ist. Keine Sorge, wenn ihr jetzt hier die Kappe wieder drauf schraubt, seht ihr das Blinken auf der Seite nicht so und auch ganz wichtig natürlich auf der Vorderseite könnt ihr hier kein Blinken erkennen. Das heißt, ihr seid auch im Dunkeln schön unsichtbar, bis ihr dann erst mit dem Schießen anfängt. Ich schraube das hier nochmal ab, damit wir hier uns durch die Modis schalten können. Wir sind jetzt hier im Tracer-Only-Modus und das heißt, wenn ich jetzt eine Tracer-BB hier durchschieße, leuchtet diese sofort auf und das Ganze jetzt bei jedem Schuss. Und ihr seht auch, die BB leuchtet schön lange. Die UV-LEDs tun hier wirklich ihr Bestes, sodass ihr auch auf weite Strecken die BBs hier gut beleuchten könnt. So, zum Ausschalten auch nur kurz drücken, dann geht das Ganze aus. Keine LED mehr in Funktion. Ich zeige es mal, ich schiebe es rein, nichts passiert. Ich schalte nochmal an. Der Tracer merkt sich die letzte Funktion. Wir sind jetzt hier wieder im Tracer-Only-Modus. Jeder Schuss wird jetzt hier beleuchtet. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, den Sniper-Modus. Dazu den Knopf etwas länger gedrückt halten. Jetzt blinkt es zweimal. Jetzt sind wir im Sniper-Modus. Jetzt wird nur jeder 4. Schuss beleuchtet. Einmal, zweimal, dreimal und der 4. Zack, wird wieder beleuchtet. So, ich drücke jetzt nochmal drauf. Jetzt müsste er jetzt dreimal blinken. Jetzt ist der Tracer komplett abgeschaltet. Jetzt ist noch aktiv. Der Bifröst, aber nichts tut sich mehr. Das heißt, jetzt können wir umschalten auf den Flame-Modus. Dazu nehmen wir den anderen Knopf. Wenn ich hier einmal drauf drücke, fangen wir mit der ersten Farbe an. Rot. Wenn ich jetzt hier durchschieße, seht ihr, leuchtet das Ganze rot. Da haben wir jetzt folgende Farben. Da haben wir jetzt Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Pink, Purple, dann RGB-Farben, dann haben wir Rainbow-Farben und dann nochmal Dynamic Rainbow. Das Ganze ist jetzt hier schlecht zu simulieren, das zeige ich euch nachher in Action. Bei RGB, Rainbow und Dynamic Rainbow verändert sich die Farbe immer ein wenig, sodass es immer einmal nur wie ein Regenbogen aussieht oder alle Farben gleichzeitig. Es ist kunterbunt gemischt. Wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, schalten wir das Ganze wieder ab
und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ihr könnt also ohne Probleme, ich mache jetzt auch mal eine normale Bibi hier reinwerfen. Ja, könnt ihr natürlich auch normal beschießen, dann schießt das Ganze rot, oder halt auch die anderen Farben, die ihr gerne haben möchtet. Gibt es, ja, machen wir mal hier. Blau sieht ganz cool aus, ihr könnt also auch blaue hier durchschießen. Ihr könnt auch Farbe mit Tracer, dann drückt ihr hier wieder ein bisschen länger drauf. Dann könnt ihr hier auch tracern, funktioniert auch. Das ist, habt ihr also die Tracer-Funktion und die Blaster-Funktion. Dann könnt ihr jetzt hier natürlich auch wieder die Farbe ändern, in Rot zum Beispiel. Aber ich würde sagen, genug gequatscht, gucken wir uns das Teil mal in Action an. Kommen wir nun zum Tor, den Suppressor Dummy für die Chris Vector, speziell gebaut für die Crytek Modelle. Das Ganze komplett aus Aluminium gefertigt, hat ein schönes, ordentliches Gewicht, hat auch eine saubere Beschichtung. Haben wir auf der einen Seite einmal den Schriftzug Tor und auf der anderen Seite hier den Schriftzug Ace-Tech. Wenn ihr euch den Tor kauft, ist im Inneren der Bifrost ebenfalls mit dabei, hier aber in der Version Bifrost M. M für modular, heißt, kann man rein, raus machen oder auch woanders reinstecken. Ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar müsst ihr hier vorne das Ganze nur kurz andrehen, abstecken und dann könnt ihr hier den Bifrost reinstecken und das Ganze wieder schließen. So könnt ihr also eure Chris Vector entweder mit oder ohne Tracer schießen. Könnt ihr ja auf jeden Fall immer drin lassen, weil ihr braucht es ja dann auch nicht einschalten. Das Ganze, wie gesagt, speziell für die Crytek Chris Vector gebaut. Ich habe hier mal die Limited Edition drauf, hier schon mit dem Handguard. Der Tor ist speziell hier für die Mündungsfeuerbremse gebaut. Ihr braucht also nur den Tracer hier draufsetzen, gegendrücken und dann rastet das richtig sauber ein und dann sieht das wie aus einem Guss aus. Um das Ganze wieder zu lösen, habt ihr auf der Unterseite einen Knopf, einfach draufdrücken und dann zieht ihr den Silencer wieder ab. Schauen wir uns zum Schluss mal den Wick Handschutz an. Ich habe es jetzt hier bei mir auf die KWA Chris Vector Gas Blowback montiert.
passt nicht ganz 1:1. Was ihr auf jeden Fall benötigt, ist einen 16 mm zu 14 mm Adapter, eine kleine Extension, damit der Original Flashhider von Crytek drauf passt. Ansonsten könnt ihr den Handguard ganz normal hier an die KWR montieren. Ich habe auch schon mal ein paar Rails noch mit dran gemacht. Da könnt ihr euch natürlich das Ganze frei montieren, so wie ihr möchtet. Und auch bei der Crytek geht hier der Tor noch tiefer rein in den Handschutz. Ich blende euch da mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Review von Airsoft Mike rein. So sieht es bei der Crytek aus. Hier bei der KWR geht es aufgrund dessen, dass ich hier eine Extension und den Adapter noch reingemacht habe. Dadurch guckt hier der Tor ein bisschen raus. Nächster Nachteil ist, da muss ich mich auch noch drum kümmern, wir haben hier auf der Unterseite von dem Handschutz hier eine kleine Aussparung. Hier könnte ich normalerweise drauf drücken, um den Tor rauszuschieben. Der befindet sich jetzt hier, der Knopf, aufgrund von der Verlängerung. Wenn ich jetzt also den Tor hier wieder abhaben möchte, muss ich den ganzen Handguard lösen. Aber so zu Demonstrationszwecken reicht das schon mal. Und ich muss ehrlich sagen, sieht jetzt auch absolut spacig aus. Ich werde mal ein bisschen abdunkeln und dann ja, hauen wir mal mit der Gas Blowback ein paar Schüsse aus dem Victor. Und da sind wir auch am Ende von meinem Review angekommen. Bleibt nur noch Fazit, Kaufempfehlung beziehungsweise ganz wichtig die Beantwortung der einen wichtigen Frage. Und zwar der Frage, die ja die ganze Zeit schon bei euch im Kopf rumschwirrt. Wozu zum Teufel braucht man so einen bunten Muzzle Flash Generator? Was soll der Schwachsinn? Die Frage hatte ich mir selber auch gestellt. Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr in einem Tracer-Only Game seid, wäre es richtig cool, wenn man die Teams unterscheiden kann. Ein Team kann so auf Blau spielen, auf Rot, auf Grün, auf Gelb spielen und so weiß der Gegenspieler genau, auf wen er da gerade schießt, außer es gibt jemand, der bescheißt und einfach die Farbe einstellt, so wie er möchte, aber der bekommt zur Strafe dann den Regenbogenmodus. Und wer mit dem Regenbogenmodus spielt, da dürfen alle drauf hacken. Ja, dafür ist das Ganze da. Ja, Fazit und Kaufempfehlung hier für den Bifrost an sich. Wer noch keinen Tracer hat, beziehungsweise noch keinen Muzzle Flash Generator hat, der hat natürlich mit dem Bifrost hier mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Hier habt ihr einen Tracer, hier habt ihr einen Muzzle Flash Generator und wenn ihr wollt, habt ihr hier auch einen bunten Muzzle Flash Generator. Richtig coole Sache. Ja, zweites Teil, was ich euch vorgestellt habe, ist hier der Tor Suppressor mit Bifrost intern verbaut. Auch eine coole Sache, da könnt ihr nämlich eure Crytek Chris Vector absolut schön veredeln. Passt Plug and Play, sieht absolut ultra aus, gerade finde ich hier in meiner Limited Edition, sieht auch toll aus auf der normalen Standard Chris Vector, richtig genial. Könnt ihr hier also ordentlich mit rumspielen und das Ganze auch von Ace-Tech schön aus Aluminium gefertigt, macht einen richtig wertigen Eindruck. Und zum Schluss der Handschutz hier, der Wick, da könnt ihr eure Standard Chris Vector auch noch verlängern, sodass sie so ein bisschen aussieht hier wie die Limited Edition, mit dem Unterschied, dass hier elegant der Tor in dem Tracer drin ist, also in dem Handguard drin sitzt. Das macht das nochmal richtig speziell. Ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber ich finde, es hat einen richtigen Science-Fiction-Look und gerade wenn man so mit bunten Muzzle Flash Generator unterwegs ist, kommt das richtig genial. So, das soll es jetzt gewesen sein. Und dann geht noch mal raus an die Firma Ace-Tech, dass ich hier die Produkte haben konnte. Jetzt seid ihr dran. Wie ist denn eure Meinung zu bunten Muzzle Flash Generatoren? Schwachsinn? Cool? Wäre das was für euch? Was haltet ihr hier von dem Tor, beziehungsweise von dem Wick, beziehungsweise von dem Victor? Ja, haut das auch mal unten rein. Würde mich mal interessieren. Ja, und das war es von mir gewesen. Bleibt mein Standardspruch zum Schluss. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der klickt mal da, wo die Laufmündung hin zeigt. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.
gesund und munter. Bleibt mir bis dahin cool drauf. Euer Bruce.